Die Hexe flog und Adrian sagt, das haben die nicht gemacht, das haben die nicht gemacht. Er hat geflucht wie ein Rohrspatz. Wie ihr seht, wir sind super schlecht ausgeleuchtet, nicht zu Hause. Das geht viel besser. Wo ist die Plakatwand? Wo ist die Plakatwand? Wir sind in Hamburg in einem Hotel. Ja, und warum auch? Jeder, der in der Musical-Community ein bisschen aware ist, weiß es, Wicked hatte Premiere, wir waren bei der Medienpremiere und deswegen können wir heute das Video früher machen. Und die mal gegoogelt haben, Wicked Hamburg, was ist denn das? Ihr könnt auch dranbleiben. Ihr müsst nicht in der Musical-Community sein. So, wir müssen ganz kurz für alle, die jetzt gerade Wicked zum ersten Mal gegoogelt haben und sehen wollten, was ist denn das überhaupt? Wir müssen eine Sache vorwegschicken. Also, es gibt eine legendäre Broadway-Inszenierung, die lief so auch in London, die lief so in Stuttgart und auch in Oberhausen. Und Stage Entertainment hat jetzt gesagt, ach komm, das können wir anders. Vielleicht sogar besser, sehen wir gleich. Du würdest es ja nicht machen, würdest du es ja nicht zumindest sagen, ich mache es mindestens gleich gut. Das stimmt. So, und sie haben quasi, also das Stück und so weiter und die Songs, alles und die Charaktere, alles gleich, aber sie haben quasi, vor allem was Bühnenbild, Orchestrierung, Kostüme angeht, da haben sie quasi einen komplett neuen Fokus drauf gesetzt. Wir machen es moderner, zeitgemäßer, mehr, ne? So, mehr, dieses Zitat werde ich noch ein paar Mal benutzen heute. So, das ist quasi der Grund, warum viele jetzt auch dieses Video gucken werden, weil sie wissen wollen, wo sind die Unterschiede zwischen der bekannten und sehr guten Broadway-Inszenierung und dieser neuen Sache in der neuen Flora. Entschuldigung, ich bin heute sehr... Als erstes mal, ja, wir haben gerade erst geduscht und sind ganz frisch, um euch das Video zu machen. Genau, nur für euch. Und an anderer Stelle, Wicked ist eins der besten Musicals, die es überhaupt nur auf dieser Welt gibt. Ja, wir müssen an dieser Stelle muss man auch mal ein bisschen ruhig sein. Es ist fantastisch. Es hat fantastische Songs, es hat eine fantastische Geschichte. Du sprichst jetzt von Wicked allgemein, ne? Ja, Wicked ist großartig. Da kann man sich reinsetzen und liebt, ich würde sagen, 50% der Songs wirklich sehr stark und 50% der Songs sind und der Ziegensong ist halt auch noch da. Ja. So, ich mach ganz kurz trotzdem die Story zu Wicked. Also, für alle, die jetzt quasi Wicked zum ersten Mal gucken wollen, ich kann nur empfehlen, schaut euch den Film aus den 30er Jahren mit Judy Garland, der Zauberer von Oz, We follow your yellow brick road und so weiter, mit Technicolor und super Film. Stimmt, das hast du mir, bevor wir zu Wicked gegangen sind, auch vorgespielt. Was, der Yellow Brick Road? Ja, es war schrecklich. We follow the yellow brick road. Egal. So, da ist nur sehr schwer aus dem Rohr wieder rauszukommen. Vielen Dank dafür. Also, schaut euch diesen Film an. Und in Wicked geht es quasi um diese gute Hexe, Glinda, und die böse Hexe des Westens, die in dem Film noch keinen Namen hat. Hier heißt sie Elphaba. Die Grüne. Genau, die Grüne und die mit dem poppigen Kostüm. Mit den rosa Kostümen. So. Und es geht quasi darum, wie haben die beiden sich kennengelernt, warum hassen die sich so, sind die wirklich gut und böse, steckt da mehr dahinter, wie kam es dazu? Und irgendwann im zweiten Akt kommt dann diese Geschichte vom Zauberer von Oz auch noch in Wicked mit rein. Im Gesicht, Entschuldigung. Kommt dann quasi da auch noch mit rein in Wicked und erzählt dann quasi auch noch so ein bisschen mehr vom Zauberer von Oz und es ist nicht so, wie es scheint. Ja. Ja, das aber ist Wicked. Ich glaube, wenn ihr traditionelles so ein Liebesmusical erwartet, dann braucht ihr auch nicht da reingehen, aber es ist ein sehr, sehr Ja, aber Stage Entertainment wird es doch bestimmt wieder im Valentinstags-Newsletter als magische Liebesgeschichte. Na, das ist schon Hamilton. Ach so, ja. Nein, also Wicked ist wirklich, die Grundlage ist super. Wir haben es am Broadway angeschaut, wir haben es in der Tourversion angeschaut. Da kann man immer reingehen und immer Gänsehaut. Apropos reingehen. Immer so, wir Gänsehaut. beschreiben euch jetzt mal, wie das war, der erste Moment, als die Türen des Saals der neuen Flora aufgingen. Darf ich kurz reingehen? Ja. Um in so einer Review etwas sagen zu können, werden wir zwischendurch spoilern. Und wenn wir spoilern, werden wir einmal so machen. Und ihr solltet euch einfach dann die Ohren zuhalten. Aber ihr schaut es ja eh an, ihr wollt ja eh genau wissen, wie es ist. Deswegen, wir wollten nur sagen, Spoiler-Alarm. So. Ja, wenn man reinkommt. Sag mal. Wenn man reinkommt, also man wird quasi in dieses Bühnenbild direkt reingesaugt. Der neue Look, ich meine, das ist der Bühnenbildner, der auch Bad Out of Hell gemacht hat, das sieht man direkt, wenn man reinkommt. Also die Grundidee ist quasi, dass ein Tornado einmal sich in dieses Bühnenbild reingefräst hat und dann quasi alles zur Seite splittert. Da sind Häuserteile, da fliegt eine Kuh, da fliegt ein Fahrrad, da fliegt ein Lampenschirm und so weiter. Also die Backsteinmauer wurde zersprengt, die Yellow Brick Road läuft unten, der Yellow Brick Road, vorne an der Seite entlang. Die nicht sehr yellow ist, aber ja, aber das ist ein bisschen shabby yellow, aber das muss halt auch so sein. So, shabby yellow ist übrigens, also nicht so wie sein T-Shirt, sondern shabby T-Shirt. Das ist zu bright yellow. Das ist zu bright, das ist zu yellow. So, egal. Perfekt. So, das ist quasi das Bühnenbild. Viel besser als das Original, kann man nicht anders sagen. Ja.
Das Original ist toll, Es hat Charme. Zahnräderchen und so. Der Drache, den alles gibt's fein. alles. Aber als ich da rein bin, dachte ich so, boah, wenn es doch so weitergeht. I forgot, dass ich jeweils irgendwas gesehen habe, also was nur ansatzweise an das rangeht. War nicht ganz so dann danach, aber wenn man reingeht, denkt man wirklich, was haben die gemacht? Das ist kein Portal, was sie aufgebaut haben. Das ist Kunst einfach. Das sieht so wahnsinnig toll aus. Ja, das ist ja auch wie wenn du ins Restaurant gehst. Teller sind wichtig. Ja. Ja. Was? Ja. Ja, absolut. Wollen wir gleich über das ganze Bühnenbild sprechen oder wollen wir einfach den Abend chronologisch machen? Je nachdem, was du Bühnenbild empfindest. Nein, also sagen wir es mal so. Die Bühne an sich ist sehr, also wenn das Portal dann erstmal aufgeht und so weiter und Entschuldigung, wenn der Kabuki fällt. Ja, aber da wollen wir nicht zu viel verraten, lasst euch überraschen. So, Es ist nicht, dass der fällt, egal. ja, ich hatte ja die Befürchtung, dass sie einfach hinten eine LED-Wand reinpreschen und dann wird einfach ein Bühnenbild davor gemacht, so wie zum Beispiel Anastasia oder so. Nein. Nee, in dem Fall war es wirklich, die haben quasi die Yellow Brick Road als Bögen immer wieder so kleiner werdend über die ganze Bühne gezogen. Schöne Animationen auch drauf gebeamert und so. Es gab diverse Kulissenteile, die reingefahren sind. Es war mal so eine Mischung aus, mal so eine Mittelalter-Irgendwas Wandruine, aber wenn es in der Schule war, waren es dann eher so moderne Blechteile, die dann halt reingefahren Aber sind. das ist so ein Bühnenbild, wo du eben Oma Gertrud sagen kannst, guck mal, da zahlst 20 Euro mehr dafür, guck mal, wie es aussieht. Ja. Und die sagt, da würde ich auch 30 Euro mehr bezahlen. Insgesamt, ja, definitiv. Also- ja, Oma Gertrud hat's ja. So, insgesamt ist dieses Bühnenbild oder die Idee hinter diesem neuen Wicked sehr modern. Und dieses Modern zieht sich dann tatsächlich komplett durch. Und ich glaube, ich bin ein riesiger Wicked-Fan. Michelle noch vor mir, hat es auch noch in Stuttgart angeschaut. Das war noch Zeiten damals. Und- Das ist doch noch 2008. Und vielleicht ist es ein bisschen schwierig von unserer Seite, das konkret zu beurteilen oder richtig zu beurteilen. Manche Dinge waren eben vielleicht etwas so, wo wir dachten, Soll ich ein konkretes Beispiel geben? das Kostüm. Nein. Na, Tanz durch die Welt zum Beispiel. Tanz durch die Welt im Original, wenn Fiyero das erste Mal auftaucht, da hängt er ja an dieser Statue dran und dann geht's in diesen Osters Ballroom, also in die Oskothek und dann überall grüne Lichtchen. In dem Fall war es wirklich, als würdest du Elite, das ist so eine Jugendserie, in diesen Club reingehen, überall so Neon-Dinger. Der Sound hat sich auch geändert, es war wirklich so von der Musik her und mit Laser und Fand ich aber tatsächlich eine schöne Szene. war passend für diese Idee, wir machen es modern, war es super passend. Ja. Es gibt aber auch so ein paar Dinge, also wir wollen nicht in jedes Detail gehen, weil ihr wollt das ja auch nicht irgendwie runterdeklinieren, das ist ja super langweilig und wir sprechen dann schon 50 Minuten darüber. Aber es gibt so ein paar Sachen, also wir haben schon gesagt, es gibt super tolle Sachen, wie zum Beispiel das Bühnenbild. Es gibt ein wahnsinnig tolles Ensemble, endlich mal ein Zauberer mit Andreas Lichtenberger, der singen Ich kann. liebe Andreas Lichtenberger. Wahnsinn. Und wirklich eine wahnsinnig tolle Cast. Vor allem die Nebenrollen sehr gut besetzt. Nebenrollen sind sehr toll. Mit den Hauptrollen, insbesondere Kleine Elphaba und Fiyero hatten wir ein paar Issues. Wir hatten die First Cast. Wir hatten, ich weiß nicht, wie man es Vajen Van den Bosch, als Janine Wacker, Elphaba als Glinde. ja, und Naijim als Fiyero. Exakt. So, also passt auf. Die haben das super gespielt. Fiyero war echt dieser Checker-Typ. Und der tanzt wie ein junger Gott. So, Gelinda, die hat wirklich so dieses Tussige reingebracht, die war auf dem Punkt. Die Elphaba, die hatte eine schöne magische Ausstrahlung, fand ich. Aber darf ich nur das ganz kurz zusammenfassen? Ich habe schon ein bisschen Blutdruck an der Stelle. Ja, ich weiß, pass auf. Also, das Bühnenbild. Ihr kommt da rein und denkt, wow. Ja. Und dann schaut ihr euch dieses Stück an und es hat jetzt nicht nur was viele, ein paar der Darsteller betrifft, sondern auch was den Sound und sowas betrifft. Es hat oft einfach die letzten 20% der Bums gefehlt, wo ich sage, Gänsehaut, ja, genau das. Ich würde sagen, die letzten 30-40% an der Stelle. Und ich will mir nicht erlauben, bei diesem dumpfen Sound, der bei mir angekommen ist, in Reihe 15 zu beurteilen, ob jetzt Glinda so hoch singen konnte oder Fiyero überhaupt singen konnte. Doch, natürlich konnte er singen, aber ich habe halt oft nichts verstanden. Naja, Phonetisch. Fiyero ist ein Niederländer und er ist... Ja, aber es ist Elphaba auch gewesen und Ja. die war 1A. Ich wollte nur sagen, ich schieb's mal auf die Soundanlage an der Stelle. So. Alles andere muss man sich dann eben persönlich vorstellen und das wollen wir an der Stelle nicht persönlich sagen. Es war die Soundanlage. Die komischerweise bei anderen Darstellern komplett egal.
Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Aber ganz im Ernst, man muss es nicht so böse haben. Elphaba hat mich zum Beispiel bei No Good Deed, ich war da gelegen, war das toll. Hammer. Bei anderen Dingen, ja, es ist vielleicht auch noch eine kleine Preview gewesen an der Stelle. Völlig egal. Wir haben es gesagt, wir wollten mal transparent zu euch sein. Es gibt aber auch so Dinge, zum Beispiel, wo ich denke, warum hat man das gemacht? Also das Schlimmste an dem Abend, und ich muss es mal auf den Punkt packen, Kostüm. Fandest du das schlimm? Ich fand es passend zur Inszenierung. Also, ihr müsst euch vorstellen, Ich bin raus. Ja, der Vorhang ging auf und dann ist ja quasi No One Wants the Wicked und dann haben die quasi so grüne, es sieht aus wie so Rettungsfolie, aber mit so mit so Platinen drauf gemalt, die halt dann halt auch rascheln. Also es war alles so, wir machen es neu, wir müssen neu sein. So, das war oft, glaube ich, der Ansatz, sie hatten. Ich fand die Schuluniform sehr schön. Ja, ich auch fand ein bisschen Elite. das Kostüm von Galinda. Ja, es ist Plastik, aber es ist halt, wenn sie sich entscheiden, die Inszenierung so zu machen, kann ich vieles verstehen, warum sie es so gemacht haben. Ob es einem dann gefällt, ist was anderes. Es ist eben so generell von der Inszenierung so eine Mischung aus natürlich Blond, High School Musical, Elite. Falls ihr noch nicht Netflix angeschaut habt, Elite ist eine sehr gute Serie. Bad Out of Hell vom Bühnenbild. Ja, und das hat mich nicht wirklich abgeholt, ehrlich gesagt. Also das Kostüm, ich wusste nicht, dass man diese Farben zusammenpacken darf. Doch, das ist Colorblocking. Tut mir leid, jetzt bin ich der Böse. Es hat mir, Kostüm, nee, da war ich insgesamt ein bisschen raus. Und vor allem, sollen wir schon sagen, Was? es ist das erste Mal etwas passiert, was mir noch nie davor passiert ist. Dass du fluchend in die Pause gegangen bist? Da kommen wir gleich zu. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Ich möchte noch ganz kurz zum Orchester kommen, dann darfst du nahtlos dazu Orchester, übergehen. ja, das ist also, wir hatten 9 Menschen im Orchester. Ich habe nochmal nachgeschaut, am Broadway sind es knapp über 20, ich glaube 23 Musiker. Brauchst du hier aber nicht, weil wir machen es ja neu. Da kannst du gleich mal ganz viele Instrumente einfach rausstreichen. Synthesizer at its best. Wir haben noch einen Bläser, noch eine Geige, noch eine Gitarre, eine E-Gitarre, die immer schön präsent da war, um ein bisschen Lautnis reinzubringen. Also sagen wir mal so, Bühnenbild, Bad Out of Hell, Band und Sound eher Mamma Mia. also auch von der Orchestrierung her, das hat mich an die Ouvertüre von Mamma Mia. Das meine ich, es war zum Schluss wirklich schwer zu sehen, was so dumpf angekommen ist. Es war eine Mischung aus den Stimmen manchmal, eine Mischung aus diesem Meinst du, die hatten Orchester Pre-Recordings bei der Band? Dass sie nur auf den Knopf drücken und dann oder so wie dieses Aladdin-Keyboard, weißt du, wo du 3 Tasten drückst, dann kommt ein ganzes Orchester. Ich glaube, es gibt ja kein Musical, was keine Pre-Recordings hat eigentlich. Es hat sich aber manchmal so angehört, als ob sie keine hätten. Man konnte auch nicht reingucken in den Orchestergraben, weil die saßen hinter der Band. Es ist jetzt sehr böse. Wir haben uns, glaube ich, Monate so sehr auf Wicked gefreut und wir freuen uns so sehr, dass mal wieder Wicked gespielt wird in Deutschland, weil es so fantastisch ist. Es ist halt eines der besten Stücke. So, ich möchte ganz kurz erklären, was kurz vor der Pause war. Bester Moment. Spoiler, aber sowas von einem. Der Adrian darf vielleicht ausführen. Ich fand es nicht so. Also, vor der Pause, legendärster Song. Ja, du bist der Böse halt. Es tut mir leid. Vor der Pause, legendäres Lied, Defying Gravity. Frei und schwerelos. So, die Hexe flog und Adrian sagt, das haben die nicht gemacht, Er hat geflucht wie ein Rohrspatz. Ich habe eher gedacht, ach guck mal, Mary Poppins war auch nochmal da. Jetzt kommt da echt der große Spoiler. So, jetzt kommt der Spoiler, wir sagen jetzt, wie Defying Gravity gemacht wird. Das Wichtige ist ja bei Wicked, die muss fliegen dann. Also Ende Akt 1, Defying Gravity, eins der Mega-Lieder der Musikgeschichte. Zum Schluss schreit die sich wirklich alles aus dem Leib raus, was nur geht. Und falls ihr noch nicht das Video gesehen habt, ich bin so ein verrückter Typ, der sich auch diese Compilation, 30 Minuten, alle Riffs von Wicked mal angeschaut hat. Wir verlinken es hier oben. Ja. Also so auf diesem Nerd-Level bin ich dann tatsächlich, nur um es einzuschätzen. Und es ist diese Szene, sie schwebt hoch, Fokus in der Mitte. Das Original meinst du? Ja, also das Original, Fokus in der Mitte. Und sie schreit und sie hat das Riff da. Also sie schreit und der große Vorhang hinter ihr. Sie beltet sich zum Schluss wirklich komplett die Organe aus dem Leib raus bei diesem Ton. Und es ist Fokus in der Mitte. Und alle schauen dann zu ihr hoch. Es ist wirklich der Moment. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich es jetzt sage. Das stimmt. Wirklich, ja, das ist der gestern nicht. Es ist mitten in der Bühne und man denkt nur, oh Gott, ist das toll. Und dann ist quasi, Wumms, Licht aus, Pause. Und dann ist fertig. So. Und das ist der Moment, der mich killt und ich krieg wirklich jetzt Gänsehaut, weil das ist so ein toller Moment bei Wicked. So. Wie machen sie es dann? Und das ist einfach vielleicht ein Geschmack. In der neuen Inszenierung? Ja.
Sie machen es quasi so, wie sie es am Broadway vielleicht ursprünglich mal gedacht hatten und dann gesagt haben, wir machen es nicht. So hat man es bestimmt nicht gedacht. Es ist egal, was es ist. Ich lasse mich über vieles, aber so hat man es nicht gedacht. Okay, erzähl, wie sie es gemacht haben. Man spannte eben, wie bei Mary Poppins, wer es gesehen hat, so rechts und links dann einmal ein und zieht sie hoch an so einem Seil. Deswegen pendelt die auch noch so ein bisschen, was ich nicht schön finde. Einfach kann man kann aber auch am Ventilator liegen, der quasi das Kleid angeblasen hat von unten, damit es ein bisschen Das mit dem Ventilator sieht echt schön aus. Finde ich nicht schlecht und das kann man vielleicht auch, wie auch immer, das ist nicht mein Problem. Sie wird dann hochgezogen, sie pennt als erstes Mal. Diese arme Frau mit diesem Geschirr, wie willen die diesen fiesen Ton dann singen? Ich weiß es nicht, wie das geht. Sie kann's. Tatsächlich hat sie es extrem gut gemacht und das muss man auch sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand kann. Und dann in diesem Moment, dieses Riff, dieses zum Schluss, dieser Moment, wo wirklich der Fokus in der Mitte liegen sollte, aber das Problem ist, glaube ich, sie hatten gar nicht so ein großes Ensemble, dass da viele Menschen hochgucken konnten. Da waren doch nur 5. Es ist völlig egal. In dem Moment explodiert die Musical-Welt, wenn das Licht ausgeht. Und was machen die? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bei diesem die ziehen die einfach weg. Nein, aber nee, sie ziehen sie nicht. Nein, du musst es anders sagen. Sie ziehen sie einmal, wie bei Mary Poppins am Ende, quer übers Publikum hoch in den ersten Rang. In diesem Moment, wo wirklich der Fokus und die Spannung weg, dann ziehen die einfach raus übers Publikum. Aber sagen wir es mal so, Adrian, ich weiß nicht, ich verstehe es gar nicht so ganz genau. Ich verstehe, was Adrian meint, aber sagen wir es mal so. Es ist halt eine Weiterentwicklung und wir haben uns gedacht, dann ziehen wir halt die Hexe wie bei Mary. Es war halt wie bei Mary Poppins, weil wenn ihr reinkommt, ihr seht schon diesen Balken. Also noch ein Schirm mehr. Und noch ein Schirm mehr, dann hättest du auch gesungen, Supercalifragilistikexpialidocious. Aber vielleicht durchaus an der Stelle, vielleicht bin ich komplett vermessen und jeder sieht das anders. Alles fein, lass uns drüber diskutieren in den Kommentaren. Für mich muss die Hexe bei diesem letzten Ton und bei diesem Riff, muss die in der Mitte sein. Ja, aber das Problem ist, bei der Originalinszenierung hast du da unten das komplette Ensemble stehen. In dem Fall standen 4 hinten auf so einer kleinen Drehbühne. Das war ich dachte mir, hätten sie die nur so hochgezogen, dachte mir, war ein bisschen lasch. In dem Fall haben sie sie noch rübergezogen. Okay, guck mal. Deswegen habe ich auch so geschimpft, weil wirklich Wicked, das ist der Moment, es gibt ja so ein paar ikonische Momente bei Musicals, wo du einfach sagst, das brauche ich und egal was vorher war, dann bin ich glücklich. Aber bei Cats machen sie es doch mittlerweile auch so. Früher kam noch eine Treppe runter, mittlerweile ziehen sie die hoch. Naja, aber nicht beim Hauptriff. Entschuldigung. Ja. So. Sind wir eigentlich alles durchgegangen? Weil ich habe nämlich noch sehr viele Fragen aus der Community, die wir beantworten können und dann schließt sich auch der Kreis mit Sachen, die wir noch nicht besprochen haben. Es gibt einfach so ein paar Szenen, also zum Beispiel die Szene, eins meiner Lieblingslieder, 2. Akt ist As Long As You're Mine. Ja. Eine wunderschöne, eine Ballade, wo jeder dahin schmilzt. Mit Bodennebel. Im Original sind sie im Bodennebel drin, fressen sich praktisch gegenseitig auf und sie werden eben da in einer überdimensionalen, ich dachte, das Glücksrad kommt. Ja, es ist auf einen kleinen Keks reingefahren. Also und der Oreo-Keks mit der Blumenwiese. Und dann werden die reingefahren und dann versuchen sie eben, der Keks schickt da auch noch schräg und sie versuchen alles, dass sie nicht runter. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Bodennebel gewünscht, dass wenigstens der Keks in so einem Bodennebel gebracht wird. Aber tatsächlich, jetzt haben wir viel Böses gesagt, No Good Deed, nicht nur gesanglich fantastisch, Hammer, sondern auch vom Bühnenbild, von dieser Szene. Sie haut nochmal andere Töne raus, als sie vielleicht auf der Broadway-Aufnahme kennt. Herrgott, da habe ich gedacht, scheiß drauf, was vor, weil das war so... Guck mal, da hatte ich Gänsehaut, das war wirklich ein super starker Moment. Wir sagen ja immer viel Negatives, aber diese Szene, da noch von mehr... So. Wir beantworten jetzt ein paar Fragen aus der Community. Darf ich noch eine Sache sagen? Ja, gerne. Zum Schluss, Spoiler-Alarm. Also wer vielleicht den Zauberer von Oz kennt, weiß ja, dass dann, Nessa Rose, die Schwester und so erschlagen wird. Oh Gott. Erschlagen wird vom Haus. Also für Zauberer von Oz, dieses Haus wird in Kansas mit Dorothy eben in den Tornado eingesaugt. Und es heißt auch noch in Wicked, ich sehe ein Haus. Also ungefähr 5-mal sagt man ein Haus davor. Ja. Und dann tatsächlich, was ich schön fand, das haben sie auch irgendwie animiert so ein bisschen. Und da kam tatsächlich ein Bühnenbild auch von oben runter, was ich auch immer super fand. Aber sie haben kein Haus genommen. Nein. Nessa Rose wurde erschlagen von einem 4:3 Röhrenfernseher. Auf einem sehr großen Röhrenfernseher, in dem gerade Zauberer von Oz lief. Das ist wahrscheinlich die künstlerische Komponente. Das war die künstlerische Komponente. Man sieht übrigens auch Dorothy. Wichtige Frage, die oft gestellt wurde. Was ist mit Dorothy? Die sieht man, und zwar an der Stelle, wenn sie quasi rauskommt, aus diesem Fernseher gekrabbelt, wie bei The Ring. Und dann läuft sie... Sorry.
Also nicht kopfüber, aber da ist so ein Spalt im Bild, sie guckt so. Und dann läuft sie halt die Yellow Brick Road und Glinda sagt, ach, verlauf die nicht. Und später sieht man sie nochmal und zwar vor der Schmelzszene. So. Also, wichtig, sind die Songs auf Englisch oder auf Deutsch und trägt man während der Show eine Maske? Wir beantworten es kurz durch. Maske. Und auf Deutsch. Deutsch und Dorothy kommt. Ja. Was hat es mit dem Wicked im Dschungelplakat auf sich? Tarzan-Reste in der Flora. Wir wissen es nicht. Wir haben das Musical angeschaut und keine Ahnung, warum da diese Flora. Es gab die Blumenwiese, das war die Blumenwiese, aber keine Ahnung, die war auch eher mehr wir Moos. wissen es nicht. Wie viele Menschen sind noch übrig im Stage Aber schon Keyboard gesagt, Orchester? 9. Darf man als Normalo eigentlich auch in eine Musical-Premiere? Ja. Die haben sogar noch Karten für die heutige Premiere gehabt. Ja, da ist eigentlich, bei den meisten wird immer noch normal verkauft, man darf dann bloß nicht auf die Aftershow-Party. Dann ist die Frage, was kann man so alles im Shop kaufen? Da kann ich habe den Merchandise-Stand Da sind ja nur 30 Minuten gerade dran. Bildband 14 Euro, Pinset 15 Euro, Magnetset 19 Euro, Armband 19 Euro, Schlüsselband 12 Euro, Schlüsselring 15 Euro, Wicked Hamburg Shirt 35 Euro, ein Zipper für 59 Euro. Ihr könnt euch übrigens auch noch die CD von Wicked aus Stuttgart Mit dem Originalorchester? König der Löwen und Tina Turner kaufen. Das ist der Perfekt. Merch-Stand. So, was haben wir ich denn muss einmal noch? kurz zurückscrollen. Entschuldigung, bitte warten. Wie viel war, wie war die Stimmung im Theater? Also manchmal war der Applaus, wo ich mir dachte, hätte ein bisschen mehr sein können. Ich glaube, wegen Corona nicht schlecht. Zum Schluss stehen sie immer bei den Premieren. Das ist so, ich würde sagen, durchaus positiv, nicht frenetisch, aber jetzt nicht schlecht. Und übrigens, Maske 2 Stunden, kein Problem. 3 Stunden, Egal kein wer Problem. was sagt, kein Problem. Ja, Stück geht 3 Stunden mit Pause. So. Beste Plätze, ich würde empfehlen, mittig zu sitzen. Wir hatten Leute, die saßen Reihe 15, Platz 20, die haben zum Beispiel die Treppe von Madame Akaba nicht mehr gesehen, weil die halt an der Seite sind. Ja. Aber sie spielen schon relativ weit vorne. Also, So, das ist kein wie Problem. schwebt Elphaba, haben wir schon gesagt. Genau. Gibt es eine Fotowand in der neuen Flora, wie zum Beispiel bei Aladdin? Weißt du, Gerade nicht. gerade nicht. Nennenswerte Textänderungen. Ja, gibt es. So, passt. Ja, Das ist jetzt der Nerd-Part. Das ist Aber der es Nerd-Part. macht Achtung. Spaß. Die meisten Textänderungen gab es bei Heiß geliebt. Es heißt nach wie vor Heiß geliebt, aber da wurde sehr viel umgedichtet. 2, die sich verstehen, wurde auch viel umgedichtet. Aus Grauen, da wurde Schaudern. Das Wort Grauen kommt aber nach wie vor vor. Tanz durch die Welt, weiß ich gar nicht, ob es groß umgedichtet wurde. Der meiste Fokus fand in der Mensa Wir sind statt. viel zu lang schon wieder, wie ihr Genau. immer wisst von uns. Diskutiert doch mit uns einfach auf YouTube, Facebook, Instagram. Ich wollte es mal dazwischen sagen. Warum eine Neuinszenierung? War die bekannte Stage zu teuer? Das Weiß ich kann man nicht sagen. Also ich glaube, Wir kennen den Preiskatalog ist manchmal leider auch nicht. einfach so, dass man was Neues machen möchte. Was sagt ihr zur neuen Orchestrierung? Haben wir ja, glaube ich, schon. Ja. Bleiben die Charaktere gleich? Ja. Außer, dass man jetzt halt auch noch Dorothy sieht und der Löwe, der normalerweise nur an dem Schwanz reingezogen wird, der ist jetzt auch präsent auf der Bühne Ja. als große Version. Tatsächlich, Dorothy und Löwe finde ich eine gute Änderung. Genau. Ansonsten kann man insgesamt sagen, Bühnenbild und Orchestrierung und Kostüme sind die meisten Änderungen, also Look and Sound, aber Story, Abfolge der Lieder und so wie man es halt kennt, ist Ja. im Prinzip das Gleiche. Fliegen Elphaba und Glinda. Ach ja, die Nein. Bubble. Die Bubble. Die Bubble. Glinda schwebt nicht mehr rein. Also es schwebt eine Bubble rein, da ist aber Glinda nicht drin. Und wenn die Bubble dann nach unten kommt, macht es einmal puff, puff und dann steht Glinda da hinten dran. Ja. Soll ich noch kurz Spoiler. was zu diesem zweiten Ding sagen, weil sich viele vielleicht fragen, was ist mit dem zweiten Zug, der da oben ist? Oh. Also, wenn wir als Musical-Fans, wir gucken ja nicht einfach nur, wir gucken ja auch, ne? Und dann sieht man quasi links so eine Traverse reingezogen mit so einem Kabel dran und rechts eine Traverse. Und ich habe zu Adrian schon gesagt, die ziehen die Hexe. Er hat gesagt, nee, vielleicht nur die Affen. So, und dann wurde ja die Hexe gezogen. Dann hatten sie aber das gleiche Ding für die Hexe auf der rechten Seite nochmal. Und ungenutzt. ist ungenutzt. Wir haben nachgefragt, ob das eventuell für die Affen ist. Das sagen wir nicht viel Sagen drüber wir, an es der wird Stelle. momentan nicht benutzt. Ja, also es wird nur einmal geschwebt. Haben wir jetzt alles beantwortet? Wir haben alles beantwortet. Wir müssen Punkte vergeben. Nein, das ist nicht der... Ich liebe Wicked. Also ich liebe Wicked. Ich liebe Wie viele Liebe, Punkte Liebe. vergibst du? Also, tolles Bühnenbild. Wirklich top. Orchestrierung. Ja, wir haben ja schon alles gesagt. Ja, muss nicht mehr wiederholen. Wir wissen Also wenn das ich alles. jetzt nur dieses Ding sehe, ohne Vergleich zu Mach ziehen, mal. sage ich 7 von 10 Punkten. Wenn ich sage, ich vergleiche es mit dem Original Wicked, muss ich leider sagen 6 von 10 Punkten. Ich würde sagen, mit sehr viel. Ich liebe Wicked sind 6 Punkte, aber mit sehr viel. Mit sehr viel.
Also das ist so böse, ist es... Sagen wir es mal so, auch wenn wir jetzt was nicht so Nettes für manche Darsteller gesagt haben, man muss dazu sagen, die haben jetzt 6 Wochen lang am Stück nochmal ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, wo es herkommt, ehrlich gesagt, weil ich manchmal der Ton war... Ja, also wenn wir sagen, vielleicht nicht die hohen Töne, ja, aber wir haben sie halt leider nicht gehört, weil die Soundanlage... Das hast du jetzt erst gesagt, an der Stelle, das hat niemand davon gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, von wem. So, aber egal. Wicked ist immer ein Besuch wert, ob es eben der Besuch eben in der Inszenierung ist, das muss sich jeder jetzt an der Stelle selbst überlegen. Es läuft ja noch in London und am Broadway. Broadway ist ein bisschen weiter weg eben. Ja. Und wir diskutieren gerne mit euch, seid ihr der gleichen Meinung oder denkt ihr etwas komplett anderes? Die Welt ist so schön frei, wir diskutieren ja immer sehr gerne mit euch und jeder hat ja immer einfach eine andere Perspektive auf die Sache und das finden wir auch super so. Folgt uns, abonniert uns und wenn es noch weitere Fragen gibt, ihr habt ja hier so ein Dingens, ne, wir sitzen, wenn dieses Video online geht, auf der Rückfahrt von Hamburg nach Frankfurt-Nürnberg. Wir freuen uns. Wir freuen uns, wir antworten. Bis dann.